Hi YouTube, ich nehme euch heute mit auf meinem Projekt SimRacing. Sieht vielleicht schon professionell aus, aber glaub mir, es war ein verdammt harter Weg bis dahin. Unglaublich viele Nerven, Schweiß, Blut, Tränen. Das ist erst nur der Anfang. Ich nehme dich mit auf die Reise und du kannst meine kompletten Schritte mitbegleiten. Ich zeige dir, wie ich komplett mein ganzes Rig zusammenbaue, wie ich bis jetzt schon hier hingekommen bin und wie es auch noch zukünftig weitergehen wird. Danke dir für deine Unterstützung. Teilen, liken, abonnieren. Kommentier mir, was hältst du von der ganzen Sache? Wie findest du meinen Rig? Mich interessiert brennend, was dich interessiert. Schreib mir nochmal in die Kommentare, was interessiert dich genau an meinem Projekt? Was kann ich anders machen? Was kann ich besser machen? Ich habe so viel Bock drauf. Es macht so unfassbar viel Spaß zu fahren und es ist geil. Ja, und jetzt rein in die Technik. Fangen wir doch einfach mal mit dem Lenkrad an. Ich habe mir hier einfach ein ganz normales Sportlenkrad gekauft und daraufhin habe ich dann eben angefangen, ringsrum zu konstruieren. Das ist jetzt, ich glaube, meine vierte Variante vom Lenkrad. Ich habe es jetzt ziemlich minimal gehalten. Eigentlich die wichtigsten Punkte, die ich so zum Fahren brauche, habe ich da jetzt einfach integriert. Sprich, wir haben die Schaltwippen, wir haben 4 Buttons und 3 Encoder, die ich dementsprechend einfach drehen kann oder auch drücken kann. Da ist ein ESP32S3 hinten drin. Diesen habe ich mit Akku betrieben. Der Akku, was da drin ist, und die Ladeeinheit, die habe ich aus einer E-Shisha ausgebaut, beziehungsweise aus 2, und um doppelte Akkuleistung herzubekommen. Das Ganze ist per ESP Now miteinander verbunden. Somit habe ich keine Kabelverbindung direkt zu irgendwelchen technischen Elementen und kann das Lenkrad unbeliebig weit, wie ich will, in alle Richtungen drehen, wie ich es brauche, ohne irgendwie Angst zu haben, dass ich mir Kabel abreiße oder was auch immer. Aber das Ganze habe ich mir mit einer Umlenkung, sprich gerade mit so einem kleinen Keilriemen. Und hier unten ist ein AMT 102. Der gibt mir im Endeffekt, das sagt mir die Stellung des Lenkrads auf digitale Art und Weise an. Das brauche ich später auch fürs Force Feedback. Das ist im Endeffekt mein Lenken. Ein Stückchen weiter hinter könnt ihr sehen, ich habe noch ein altes iPhone noch aus der Schublade rausgekramt. Das muss zwar leider dauerhaft mit Strom versorgt werden, weil der Akku hebt einfach nicht mehr. Über SimHub kann ich mir da alles Mögliche anzeigen lassen, so wie ich es will. Ich habe es hier wirklich komplett schlicht gehalten, einfach nur schwarzer Hintergrund, weißer Text. Reicht mir fürs Erste vollkommen aus. Grafische Weiterentwicklung wird definitiv noch weiterkommen. Wenn ihr dahinter schaut, da ist eine Reihe, es sind 13 RGBs noch drin, die mir auch zukünftig anzeigen sollen, die RPM, damit ich auch immer schön weiß, wann ich zu schalten habe. Hier sind noch Lüftungen auf beiden Seiten zu sehen. Die sind hier hinten mit einem kleinen Motor betrieben. Damit will ich zukünftig mir einfach so ein bisschen Fahrtwind simulieren. Das ganze Gehirn von der Sache ist im Endeffekt auch dieser ESP32S3. Davon werde ich zukünftig insgesamt 3 Stück haben. Eben einmal mein Hauptprozessor, dann den Lenkrad-ESP und zukünftig wird hier auch noch ein Force Feedback ESP hinten dran sein. Die kommunizieren alle eben mit diesem ESP Now. Das ist relativ stabil und funktioniert ziemlich gut. Ich habe hier in das Gehäuse habe ich hier überall noch so Gewinde geplant beim Drucken. Auch auf der anderen Seite, dass ich hier einfach meine ganze Technik und so weiter einfach schon mal fixieren kann, damit ich grob weiß, wo alles hinkommt, wie das dann ganz zum Schluss später dann im Endeffekt aussehen sollte. Das ist natürlich immer noch alles mein Prototyp, funktioniert schon richtig gut und macht unfassbar viel Spaß. Okay, ich zeige dir jetzt mal hier in Fusion 360 meine 3D-Zeichnung. Du kannst jetzt hier sehen, ich habe jetzt hier alle Einzelteile, alles einzeln separat gezeichnet. Das ist sozusagen der Hinteraufbau für die Schaltwippen. Hier habe ich die Schaltwippen eingesetzt
und habe auch speziell eben hier ja, Fächer freigelassen, um da Schalttaster einzubauen, inklusive Federn. Also hier in diesem Bereich sind Federn mit drin, so dass auch immer die Schaltwippe eben wieder in die Ausgangsposition zurückgeht und ich damit tasten kann. Das ist hinten einfach noch ein bisschen Abstandhalter, ein bisschen Stabilisierung, wo ich hier auf die Welle drauf gehe vom Motor. Eigentlich ziemlich unspektakulär. Was spannender wird, ist jetzt der Lenkradaufbau. Hier im Lenkradaufbau kannst du im Endeffekt genau das sehen, was ich auch gerade gezeigt habe vor der Kamera. Das hier ist der iPhone-Halter. Der ist von hinten festgeschraubt und ich habe das iPhone, kann ich einfach reinklipsen. Du kannst jetzt auch, wenn ich mir jetzt alles hier im Detail ansehe, kann ich mir auch hier eben alles Wichtige herholen, was ich brauche. Und so zeichne ich mir das Ganze. Also nicht zu vernachlässigen ist natürlich die Pedalerie. Ich habe einmal Bremse und Gas. Ich fahre generell am liebsten Automatik beziehungsweise Schalt hinten mit den Schaltwippen. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich beruflich sehr, sehr viel Auto fahre und auch da auf Automatik bevorzuge. Von daher, ich bin einfach ein Automatikfahrer. Ich mag das lieber wie das Schalten. AliExpress-Dämpfer funktionieren aber einwandfrei. Die sind richtig genial, gerade fürs Gaspedal. Es fühlt sich wirklich unglaublich gut an. Das Bremspedal geht meiner Meinung nach noch ein Stückchen zu weit hinter, aber es fühlt sich auch ziemlich gut an und durch meine ganz einfachen Encoder, die ich da reingesetzt habe, die funktionieren. Das funktioniert so robust, so einwandfrei. Und das ist jetzt im Endeffekt einfach mal mein Prototyp. Sieht jetzt nicht unbedingt spektakulär aus, aber funktioniert. Für den Anfang reicht's, würde ich behaupten. Um dir jetzt noch ein bisschen die Zukunft zu zeigen, das wird die Zukunft sein. Sprich, wir haben hier Dämpfer drin, jeweils 10 Kilo Dämpfer und eben ein Linearantrieb. Der kann 50 Millimeter die Sekunde sich bewegen in alle Richtungen. Ich denke, das sollte auch vollkommen ausreichen. Die ganzen laufen, oder beziehungsweise das ganze System läuft mit 24 Volt. Hier hatte ich auch mal angefangen gehabt, mal eine kleine Konstruktion zu machen. Das war meine allerersten Versuche. Ich konnte auch alles soweit mal bewegen, aber habe natürlich noch kein originales Force-Feedback. Das ist Zukunftsmusik, da werden wir zukünftig uns mit beschäftigen. Und eben auch ganz wichtig, das Force-Feedback Lenkrad. Ich habe hier einen NEMA 34 Motor drin. Der hat 12 Newton Kraft. Also das ist mehr als ausreichend. Das ist schon eigentlich fast zu viel. Nee, es ist zu viel. Das müssen wir dann digital auf jeden Fall noch ein bisschen runterregeln. Das wird dich in der Zukunft erwarten. Folgt mir, teile meine Videos, schreib gerne einen Kommentar mit unten drunter. Danke fürs Zuschauen und freu dich aufs nächste Video. Jetzt lassen wir das Video nochmal mit ein bisschen Nordschleife ausklingen.